So, einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Three.js. Heute wollen wir ein letztes Abschlussprojekt machen. Zumindest erstmal, okay? Und dann schauen wir mal, wie das alles hier so bei euch ankommt, was euch noch fehlt. Das dürft ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Und ja, dann gucken wir mal, was wir noch alles an Videos machen. Okay, also das heißt, das ist eine dynamische Serie, denn genauso wie eben auch Three.js wird sich diese Serie noch weiterentwickeln müssen, je nachdem, was ihr eben für Bedürfnisse habt. Okay. Alles klar, dann lasst uns anfangen und zwar mit dem Folgenden. Wir brauchen natürlich für eine Simulation einen Boden, denn ich möchte ein bisschen Physik mit euch heute machen. Diese Canon Physics hier ist eine super coole Library. Okay, dementsprechend lasst uns mal hier einen Boden bauen. Und zwar var plane ist gleich new3. Und wir machen jetzt hier direkt das absolut alles in einer Zeile. New3 Mesh. Und ja, wir bauen uns das Mesh direkt und das wird unser Boden. So, wir bauen hier eine 3.plane. Und seht mal hier, jetzt haben wir auch diese ganzen Vorschläge da. Das ist natürlich das Geilste überhaupt. Jetzt können wir hier auch vernünftig coden. So, also 5 und 10, glaube ich, hatte ich sie das letzte Mal gemacht, als ich mir das aufgeschrieben hatte. Und dann haben wir hier ein new3. Ein Material, ein Mesh von Material, welches wir einfach nur mit einer Farbe versehen, und zwar Color Doppelpunkt RGB. So, wie machen wir es? 100, 100, 100. So, anschließend fügen wir diese Plane unserer Szene hinzu und speichern das Ganze und schauen es uns mal ganz kurz an. So, wir sehen nichts. Das liegt natürlich daran, dass ich hier kein Komma, sondern ein Semikolon gemacht habe, was ich definitiv nicht darf. Und ja, jetzt sehen wir hier die Plane. So, wieder mal haben wir das Problem, die Plane, also die Ebene, schneidet unseren Wolf. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht unseren armen Wolf in der Mitte durchschneiden, sondern wir wollen die Plane drehen, wie immer. Und das ist echt nervig, wenn es das macht. So, das heißt, wir drehen unsere Ebene und zwar um die X-Achse. Also sagen wir hier plane.rotation.x-Achse. Und ja, wie soll unsere Rotation sein? Naja, wie üblich eigentlich. Wir wollen sie, was mache ich denn? Math.pi halbe. So soll unsere Plane aussehen. Und bitte, sie soll auch Schatten empfangen, damit wir hier ein bisschen Style bekommen. Plane.receive. Mano. Oh, Mano. Schade, ich dachte, jetzt schlägt es mir alles vor. Receive Shadow ist gleich True. So, und jetzt denkt man erstmal, wo ist unsere Plane hin? Ich mache das hier mal kurz weg. Wo ist denn eigentlich unsere Ebene hin? Naja, sie ist da. Aber sie ist unsichtbar von oben, weil wir sie nicht doppelseitig gemacht haben. Und das ist auch okay, wenn wir von unten nicht durchgucken können, ist das in Ordnung, aber dann müssen wir sie halt andersrum drehen, damit man sie wenigstens von oben sehen kann. Das heißt, wir machen doch minus Pi halbe und dann sehen wir unsere Ebene hier und bam, unser Wolf steht drauf. Und seht ihr seine Krallen? Die sind mir davor gar nicht aufgefallen. Die sehen super geil aus. Okay. Ja, jetzt ist natürlich die Sache, wir wollen hier irgendwelche Kollisionen erzeugen. Das heißt, wir wollen Physik simulieren und das müssen wir natürlich erstmal noch bauen. Und deswegen bauen wir uns hier mal einen Physiksimulator und zwar über Physics. Nein, wir nennen das Ding Physics, wobei wir die Variable vielleicht außen definieren sollten. Var Physics. Und Physics nehmen wir einfach über das New Canon Physics. So. Und diese Canon Physics, die können wir jetzt als Berechnung sozusagen dafür verwenden. Und zwar können wir diesem Physics-Objekten einfach so Objekte hinzufügen, wie wir das auch so haben. Also quasi, wir können hier einfach wie bei der Scene auch Objekte einfügen sozusagen. Und das machen wir jetzt mal mit physics.addPlane. So, und ja, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Oh ja, es heißt natürlich nicht add, sondern es heißt add mesh. Es tut mir leid. Add mesh ist natürlich die Funktion. So, und jetzt sehen wir hier, okay, es hat sich im Endeffekt nichts geändert, aber diese Ebene hier, die ist jetzt für Physik empfänglich. So, und was wir jetzt hier machen, ist Folgendes.
wir müssen natürlich jetzt auch noch dafür sorgen, dass die Physik auch wirklich berechnet wird. Und wie gesagt, das ist ja was animiert wird. Das heißt, hier unten im Update wird das natürlich dann auch animiert. Sprich, wir müssen hier drin sagen, so, und das mache ich über physics.setMeshPosition. So, das wird mir wieder nicht vorgeschlagen, obwohl es eigentlich sogar exportiert wird. Wenn wir hier mal in Canon Physics reingucken, dann ist das hier sogar definitiv drin. Und das nimmt einen Mesh, das nimmt eine Position und das nimmt einen Index. Der Index ist quasi der Index vom Kind sozusagen. Und ja, lasst uns das nochmal hier unten kurz angucken. So, und jetzt sagen wir einfach, okay, welches Ding sollen wir hier denn eigentlich nehmen? Naja, schreiben wir einfach mal hier kurz Mesh rein, okay? Das ist quasi unser Platzhalter, beziehungsweise sagen wir einfach mal Boxes, ja? Das wird eine Kollektion aus verschiedenen Boxen und die wollen wir verändern. Dann müssen wir irgendwie die Position von diesen Boxen separat speichern. Die müssen wir in eine Position reinschreiben und einen Index brauchen wir auch noch. Ups, Index. So, und also wie viele wir hiervon berechnen wollen, quasi wie viele Physikobjekte wir davon berechnen wollen. So, und ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal irgendwelche Objekte überhaupt generieren, ja. Und das werden bei uns, wie gesagt, Boxen sein, die hier irgendwie Physik erfahren. Und dafür gibt es nämlich jetzt auch wieder einen speziellen Typen, den wir hier verwenden werden. Wir haben hier noch den Reflection. Ach ja, klar, natürlich haben wir den Reflection Cube drin. So, lasst uns das direkt hier unterhalb des Partikelsystems machen. Genau hier. Genau, also wir wollen hier quasi die ganzen Dinger irgendwie berechnen. Und dazu bauen wir uns erstmal die Geometrie. So, die Geometrie ist 3.box Buffer Geometry. Okay? Das ist quasi eine effizientere Variante einer Box, weil sie gebuffert ist. Ja? Das heißt, die ist nicht sofort komplett da geladen, so, sondern sie wird nach und nach immer. Es ist einfach effizienter, aber dafür halt nicht so einfach. Okay, und jetzt würde ich sagen, machen wir die einfach 1, 1 und. Ja, wobei, das ist zu groß. Sagen wir 0,5 und 0,5. Ups. Und nochmal 0. Nochmal 0,5. So. Groß, das wird die jeweilige Box. Und hier sagen wir dann, okay, wir brauchen natürlich auch noch ein Material für die Box, also ein Mat. Und das machen wir über free.mesh Standard Material, wieso auch nicht. Und die brauchen auch wieder hier drin Parameter. Aber den lassen wir jetzt diesmal einfach leer. Wenn man den Parameter leer lässt, dann ist einfach alles auf Standard, sprich die Farbe ist einfach weiß. Und ja, das war es dann auch. So, und das ist eigentlich schon alles, was wir hier brauchen. Jetzt müssen wir daraus noch ein schönes fertiges Mesh machen. Also quasi ein var Mesh ist gleich. Und hier sagen wir ein new 3.instanced Mesh. Und das ist jetzt der große neue Typ. Instanced Mesh ist sozusagen für, wenn man viele Objekte hat. Und genau das wird ja bei uns der Fall sein, weil wir ja viele Kisten simulieren wollen. Wir packen das Material rein und jetzt sagen wir noch, wie viele, also Count, wie viele Boxen wollen wir eigentlich? Und wir wollen natürlich 500 Boxen, wir wollen es übertreiben. Falls es bei euch leckt, stellt einfach die Anzahl ein bisschen runter oder macht vielleicht auch die Partikel aus, beziehungsweise nicht auf 50.000 Partikel. Wir übertreiben es gerade ein bisschen. Mein PC schnauft auch schon ordentlich, also ich höre es und es wird auch schön warm hier drin. Aber ja. Gut, wir wollen natürlich auch, dass hier Schatten geworfen sind, wenn wir schon unseren PC schön auslasten, nicht wahr? Und dann wollen wir natürlich auch noch, dass die Dinger Schatten empfangen, also Receive Shadow auch auf True. So, und dann fügen wir der Szene einfach unseren, Scene.add, unseren Mesh. So. Und jetzt denkt man sich, ja gut, aber jetzt hast du einen Würfel gemacht. Nein, ich habe insgesamt sogar 500 Würfel gemacht. Ich habe 500 Würfel gemacht, die aber aktuell alle an derselben Position spawnen. Weil, wie gesagt, diese Anzahl hier, die macht genau das. Sie dupliziert das, was ich hier reingebe, also das Geo, ja, das hier, die Geometrie und das Material 500 Mal. Ja? Das hätten wir auch wunderbar für das Partikelsystem nehmen können, aber das braucht halt mehr Leistung mit Instanced Mesh, als wenn wir einfach nur 50.000 Punkte wählen hier. So, aber wir haben hier tatsächlich 500 Boxen schon fertig erzeugt. Und was wir jetzt machen ist, wir
wir müssen jetzt den ganzen Punkten sagen oder diesen ganzen Würfeln sagen, hey, geht doch mal bitte nach oben. So, das Problem ist jetzt, wir haben nicht nur einen Würfel, sondern 500. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, hey, verschiebt euch mal. Und das macht man in Three.js mit einer Matrix. Eine Matrix ist im Endeffekt folgendes. Wir haben nicht nur, also das ist ein Vektor 1, 1, 1, das ist ein ganz normaler Vektor. Und eine Matrix ist jetzt eine Vektor aus Vektoren. Ja? 2, 2, 2, 3, 3, 3. Ja? So könnt ihr euch das quasi vorstellen. Und das Tolle ist im Endeffekt, wir haben jetzt hier Koordinaten für 3 Würfel. Ja, ihr könnt euch denken, wie groß die Matrix dann bei 500 Würfeln ist. Deswegen werden wir die natürlich nicht von Hand schreiben, sondern wir werden sie uns einfach bauen lassen. Und zwar ist gleich new3.matrix 4. So. Und genau, das reicht eigentlich auch schon hier. Jetzt können wir hier durch eine Vorschleife durchloopen und jedem einzelnen Würfel sagen, er soll doch mal bitte nach oben gehen. Das heißt, for var i ist gleich 0, i kleiner mesh.count, i plus plus. So, und hier drin schreiben wir jetzt, wo diese ganzen Würfel hin sollen. Und das machen wir in der Matrix. Das heißt, wir müssen wirklich über eine Matrix unseren Würfeln mitteilen, unseren Würfeln, Plural, unserem Instanced Mesh, müssen wir mitteilen, wo das eigentlich sein soll. Also matrix.set position, das sollte eigentlich funktionieren. Ich weiß nicht, warum es mir das wieder mal gerade nicht anzeigt, aber manchmal macht die IDE sowas. So, und, halt, stopp, wir sind noch an der X-Richtung, wobei doch, da können wir auch ein bisschen Variation reinbringen, warum eigentlich nicht. Math.random. So, das wird uns eine Zahl zwischen 0 und 1 liefern. Das können wir noch multiplizieren mit, wie groß war unsere Ebene? Ach, sagen wir einfach mal 2, das ist okay. Und dann natürlich Math.random für die Höhe. Math.random mal 7. Warum auch nicht 7? Also, ich meine, im Endeffekt sind das einfach nur Zahlen, damit wir ein bisschen Variation in unserer Animation haben. Und hier sagen wir auch mal 2, dann kriegen wir ein schönes verteiltes Bild an Blöcken. So, und jetzt sagen wir, wir setzen eine Matrix, set Matrix, set Matrix add i, Matrix. So, und dadurch verschieben wir quasi unseren jeweiligen Würfel. Also das heißt, wir machen das wirklich für jeden einzelnen Würfel. Aber wie gesagt, das machen wir nur, bis alle Würfel durch sind. Also wirklich nur einmal am Anfang und nicht bei jedem einzelnen Frame, der sich updatet. So, und ja, natürlich, wenn wir jetzt hier fertig sind, müssen wir noch sagen, okay, wir wollen da auch wirklich Physik dran machen. Das heißt, add Mesh, und wir fügen das Mesh, also eigentlich nicht das Mesh, sondern die ganzen 500 Würfel, die alle in dieser einen Variable drin stehen, die fügen wir hinzu. Dafür aber nur, Achtung, wenn ich jetzt hier über Add Mesh drüber gehe, dann sehen wir hier Mass Number. Und das bedeutet, wie schwer sind diese Dinge eigentlich? Also quasi, wie viele Kilogramm wiegen diese Würfel? Und da könnt ihr jetzt tatsächlich Berechnungen anfangen. Also zum Beispiel, wie schwer wäre ein Wolf? Ein Wolf würde zum Beispiel schneller runterfallen als eine Feder. Ja? Das ist einfach logisch, weil wir natürlich mehr Gewicht auf diesem Wolf drauf haben. Und je nachdem, wie viel Gewicht ihr hier reinpackt oder welche Dichte, also da kann man wirklich physikalisch hergehen und sagen, hey, welche Dichte hat eigentlich mein Objekt, wie schwer ist das Ding und so weiter und so fort. Und so werden dann Physikberechnungen tatsächlich ausgerechnet. Das ist ziemlich krass und ziemlich aufwendig. Aber ja, so wird das tatsächlich gemacht. Aber wir geben jetzt einfach jeden Würfel hier 1 Kilogramm und das ist auch absolut fein hier. Achtet darauf, dass unser Wolf nicht in dem Physikteil dabei ist, okay? So, jetzt müssen wir natürlich hier unten noch weitermachen. Wir haben hier bloß gesagt, wir wollen die Mesh-Position irgendwie, verwenden. Jetzt brauchen wir aber noch irgendwie eine Position, die wir uns zwischenspeichern. Und zwar var position ist gleich. So, was ist denn die jetzt eigentlich? In eine Position muss ich reinspeichern, beziehungsweise ich mache das hier auch in der Init, sonst passiert das noch draußen und das will ich nicht unbedingt. Position ist gleich. So, und das ist jetzt tatsächlich einfach ein dreidimensionaler Vektor, denn wir wiederverwenden ihn eiskalt, also die ganze Zeit sozusagen. Und ja, damit können wir jetzt hier unten weiterarbeiten. Wo sind wir denn? In der Update, ich bin gerade lost, sorry, hier ist der Code. So, und hier drin sagen wir jetzt, okay, wir holen uns jetzt unser Mesh wieder.
So, jetzt, wie bekommen wir unser Mesh wieder? Naja, wir geben dem Ding einfach noch einen Namen, damit wir es nachher wiederfinden. Also sagen wir hier mesh.name ist gleich Mesh. Und holen uns, wo ist es denn jetzt schon wieder? Ist gleich scene.get object by name Mesh. So, jetzt haben wir unser Mesh wieder. Jetzt wollen wir natürlich, dass jeder Würfel irgendwie simuliert wird. Und das machen wir folgendermaßen. Das ist jetzt ein kleiner Trick. Normalerweise würdet ihr einfach sagen, wir wollen quasi alle simulieren. Und ja, lasst uns das einfach tatsächlich, wobei, nee, lasst uns das nicht machen, sonst sieht man am Ende nichts mehr. Wenn wir jetzt alle Würfel auf einmal simulieren, funktioniert das nicht, ja. Wir wollen sozusagen immer nur einen Würfel simulieren pro Mal, also pro Update-Funktion, weil die wird ja 60 Mal pro Sekunde aufgerufen. Und wenn wir jetzt hier tatsächlich alle Würfel auf einmal fallen lassen, dann sieht es halt einfach so aus und dann haben wir quasi nichts erreicht. Wobei wir das nachher auch gerne noch machen können oder ihr macht das als Übung zu Hause, falls ich es vergessen sollte. Aber was wir jetzt hier machen ist, wir holen uns einfach den Index, var Index ist gleich, und nein, wir lassen jetzt tatsächlich hier sogar den Index ist gleich Index plus 1. So, und hier oben definieren wir unseren Index einfach mal als var Index ist gleich minus 1. Dann fangen wir nämlich bei unserem nullten Objekt an, bei unserem nullten Cube sozusagen. Und wo sind wir wieder? Und dann holen wir uns immer einen Cube und den innerhalb des Mesh-Objektes hier, den verschieben wir, und zwar positionsmäßig. So, und jetzt müssen wir hier natürlich noch die Boxes durch das Mesh ersetzen und dann geht es tatsächlich hier ab. Ich mache jetzt tatsächlich mal die Command-Line hier zu, damit wir alles schön sehen können und... okay, es leckt. Boom! Ja, also wir sehen, da sprudelt es nur so raus an Klötzen, die hier einfach so rumphysikalisch simuliert werden. Ja, die werden da einfach tatsächlich gespawnt und jetzt fängt es bei mir wirklich hart an zu laggen. Jetzt ist mein Rechner an seiner Grenze angekommen. Ich glaube, ich stelle mal die Partikel ein bisschen runter auf 500 und die Meshes stelle ich mal runter auf 100. Ich glaube, dann ist das vielleicht sinnvoller. So, bumm! Ja, sie sprudeln immer noch raus. Okay. Lasst uns hier tatsächlich mal sagen, wir simulieren die auf einer Höhe von 20 und dann fallen sie einfach so runter. Also so macht es ja wenig Sinn. Die sprudeln halt leider in die falsche Richtung, ne? Und außerdem hängt sich das früher oder später immer auf. Lasst mich hier unten tatsächlich mal sagen, wir definieren das hier direkt. Ist gleich der neue Vector 3. Ach so, und ich habe ja natürlich die Position gar nicht neu gesetzt. Whoopsie. Sorry. Ich habe natürlich hier vergessen, die Position richtig zu setzen. Die ist ja aktuell einfach nur fest. Das heißt, wir sagen hier position.set. Und wir sagen jetzt hier ein 0 in der Höhe. Wollen wir, was machen wir denn in der Höhe? Math.random. Wenn wir nicht wissen, was wir wollen, machen wir Math.random. Und da sagen wir dann natürlich so 10. Ja, 2. Ja, 5. Lasst uns bei 5 bleiben. Und dann gehen wir hier auch wieder auf 0. So, und jetzt schauen wir nochmal und mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen mehr sehen. So. Ja, es leckt leider immer noch wie Sau und hängt sich früher oder später auf. Das Problem ist natürlich, dass ich die Position hier verwendet habe und irgendwann einfach mit meinem Index zu viel habe. Ja? Ich erhöhe ja in jeder Update-Funktion meinen Index, ich Trottel. Und irgendwann haben wir halt nicht mehr genug Meshes. Und zwar bei 100 Meshes ist dann halt irgendwie nach 100 Iterationen, sprich nach knapp 2 Sekunden, ist hier vorbei. Ich muss natürlich hier mein Index auf Index plus 1 modulo mesh.count setzen. So, sonst funktioniert hier gar nichts. Und ja, wenn wir das jetzt wieder starten, dann funktioniert das Ganze. Übrigens beachtet auch, ich habe die Würfel ein kleines bisschen kleiner gemacht in der Zwischenzeit und die fallen jetzt hier einfach runter ohne Ende. So, warum fallen die jetzt hier plötzlich runter ohne Ende? Naja, ganz einfach, das liegt an unserer Simulation, an unserer Berechnung hier. Wir haben ja gesagt, hey, wir fangen nach dem letzten Mesh wieder von vorne an, ja? Das heißt, wenn wir quasi einmal durch die ganzen Meshes durch sind, dann springt unser Index wieder auf 0. Sprich, unser allererstes Mesh wird wieder von neuem animiert. Wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr das natürlich auch folgendermaßen machen. If Index größer
Mesh.count, kleiner Mesh.count meine ich natürlich. Hey, hey. Kleiner Mesh.count. So, und dann wollen wir eine Physiksimulation haben und ansonsten wollen wir das natürlich nicht. So, und so passen wir jetzt hier quasi auf, dass jedes Ding nur einmal verwendet wird und irgendwie doch nicht. Achso, ja, ich habe die eine Zeile hier nicht weggemacht, ne? Ja, ich habe vergessen, diese Zeile hier wieder wegzumachen. Hier dürfen wir dann nämlich nicht mehr durch oder modulo Mesh Count rechnen, natürlich, weil ansonsten haben wir ja dann irgendwann wieder ein Mesh zu viel sozusagen, beziehungsweise wir overflowen und gehen dann wieder auf Index gleich 0 und dann sind wir ja wieder kleiner als Mesh Count, sprich, wir machen das sozusagen unendlich lange, was wir ja gerade vermeiden wollten. So, aber wenn wir das jetzt machen, dann sehen wir hier, bam, die tröpfeln alle drauf. Und ja, es hängt sich wieder auf. Das Problem ist einfach folgendes: Wenn wir hier bis zum Count gehen, dann ist ja unser Index am Ende 1 drüber über unserem Mesh und dann funktioniert diese ganze Animation hier nicht mehr, weil die in parallel abläuft, wahrscheinlich irgendwie auch bei der Grafikkarte, keine Ahnung, wie das da genau abläuft. Und dann hängt sich das Ganze auf. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn wir da 1 früher aufhören, dann ploppen die ja ganz brav runter und alles sieht toll aus. So, und jetzt haben wir unsere erste richtige Physiksimulation. Achtet auch darauf, dass hier unten ein schöner Schatten ist und so. Ja, es sieht eigentlich schon ziemlich geil aus. Eine Sache stört mich jetzt aber natürlich noch. Und natürlich ist das dieser Wolf, der hier von unseren Kugeln nicht wirklich was abkriegt. Das lässt sich so leicht aber leider gar nicht ändern, weil der von dem Partikelsystem erstmal nicht betroffen ist, weil sein Modell zu komplex ist. Ja, das heißt, man müsste den quasi aufteilen in seine Primitive und jedes einzelne seiner Primitive hinzufügen. Und ich muss leider sagen, so wie ich das rausgefunden habe, sind wir einfach mit der Webentwicklung noch nicht ganz so weit, dass das ohne Probleme wirklich funktioniert. Aber ich denke, da wird sich in den kommenden paar Wochen, Jahren, Monaten, falsche Reihenfolge, viel tun. Und ich bleibe natürlich dabei. Ich verfolge das, wie gespannt man auch nur sein kann. Eine Sache will ich jetzt am Ende noch mit euch machen, auch wenn das schon ein sehr langes Video war. Ich hoffe, es gefällt euch bisher. Ich will noch mit euch Folgendes tun, und zwar, wenn wir hier mal ganz kurz nochmal in den Code rein switchen, und wo ist jetzt unser, hier, nee, nicht Particles, das suche ich nicht, hier, unsere Materials. Lasst uns hier mal auf 10.000 gehen, die aber alle sehr dünn sind, und lasst uns hier mal als Color RGB von Rot, Grün, Blau nehmen. Und gut, Translucent mache ich jetzt nicht, aber ja, hier machen wir ein False rein und hier machen wir ein False rein und dann schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ui, das lädt eine Weile. Ui, okay, ja, das wird laggen, es tut mir sehr leid. Vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben. So, jetzt, ja, das war nicht ganz das, was ich meinte. Da sind gerade einfach einmal zu viele auf einmal gedroppt, sozusagen. Was man hier aber schön sehen kann, ist, wie zum Beispiel jetzt Wasser passieren würde. Eigentlich ist die Engine, also die Canon Physics, nicht dazu da. Wir sehen hier, dass da vorne war auch eigentlich ein Fehler. Das sollte so nicht passieren. Ja, oder ich habe es einfach falsch gecodet. Das kann auch sein. Aber im Endeffekt haben wir hier richtig schöne Wassersimulation, wenn die Teilchen klein genug wären und wenn es wirklich genug Teilchen wären. Aber gut, im Browser funktioniert das halt auch nicht. Also wir sehen, wir kommen schon irgendwann an unsere Grenzen vom Browser. Und ja, das war es eigentlich soweit von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat die Serie bisher gefallen. Gebt mir gerne Bescheid, was ihr dazu sagt. Und gebt mir gerne Bescheid, welche Themen euch noch fehlen. Und ja, je nachdem, wie die Serie ankommt, schaue ich mal natürlich noch weiter. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.